Schön genug, liebe Freunde, das ist hier TUMM, TERE wie RCC. Ich freue mich, dass Sie dran sind. Ich möchte, dass Sie mitlich haben einen schönen Mate abgestellt. Ich habe einen Gast eingeladen, das ist Reimer. Endlich ist hier thuis in RCC. Aber willkommen hier bei TUMM TERE, Jerry. Dankeschön, Walter. Wie ich dann auch so sagen, ja, welkom. Ich fand schön, Sie dich willkommen. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch was gerade verstellen. Für dich, vielleicht das Programm krijgt je. Ja, also ich bin Jerry Reimer, Pastor von der Hoffnung für alle Gemeinde und auch Administrator von Chaco Fresh, Tjerneville. En dan verder hebben we dan ook aangevangen het programma Deels in Actie en de coördinatie dat te leiden. Ja. Schön. Ich glaube, die Kommunikation ist sehr wichtig. Für noch, weil wir mal sehen, wo ein Prediger sich beziert hat. Der Prediger, wie Prediger schmeckt ja auch beziert, ja. Und was das so mit sich gebracht hat, wo of du al zo fram geboren bist, das ist du von noch best. Einzige Leute, die Prediger sind, da hat keine Sünde. Die Tjane, das Leben nicht von der Seite, dass man auch Charme verdient, dass man auf einmal sich von allem überfordert fühlt. Einzige Menschen, die Prediger kennen das gar nicht. Bloß sie haben die Probleme. Ja. Nu wollen wir mal von dir hier, wo die das gegangen ist. Korte Pause und dann gehen wir los damit. Voetcent war da da. Ja, hier machen wir wieder mit dem TERE und von da mit Jerry Reimer. Jerry, weißt du mal ein bisschen vertellen, wo wir die Kind haben? Weil von Kind ist immer noch nicht Prediger. No. Du bist nu al veel jaar predigen en de mensen kennen die zoals du nu bist. Maar wo fängt dein Leben mal an, wo wir den Kind hat, in der Jugend? Het is wel meest prediger geworden als ik kent werd. Ah ja? Ja. Dat boek had zo zeer interessant. Als kind? Als kind. Okay. Ik was als een typische Mennonitenfamilie ab, ja. Wie je zondag te hoort, ik durf dan ook allemaal te zondagschild, hier durf ik, nachher muss ich, ja. Ja. En die eerste jaren heeft me zo geïnteresseerd. De Bibel, ik had aan mijn ene kindje Bibel, die kan ik dan ook al zeer goed en vertelde mijn opa dan allemaal zeer begeistert meine Geschichte, ja. En heb ook een paar Mal erwähnt, dat ik eines der aus, wo ich rückkomme in de Welt über het zei. Okay. Ich komme nach der einen Tag, dann früh ich meine Ma, waarom is dat er so viele Menschen nicht zurückkommen und nicht an Gott glauben? Und dann sagen sie zu mir, die kennen nicht die Wahrheit nicht. Und darauf sehe ich dann einen Tag, wo ich in der Welt angehen die Wahrheit vertelle. Ja. Okay. Also als Kind hattest du diesen Traum? Ich hatte diesen Traum. Ja. Und das gibt manchmal eine Zeit, wenn man als Kind einen Traum gehabt hat, aber einmal in der Jugendzeit, als wenn man sich mit frisch definieren. Ja, es ist also für mich, was passiert, wird, ich fange an, ein Unterschied zu sein, was die Bibel sagt, von wird ein christliches Leid, wird das christliche Leben Leid, und von dem, was ich Rami sage. Ja. Ich kann das nicht so richtig kriegen. Also das Leben von den Menschen, meinst du? Also zum Beispiel das Leben das, was du nicht sagst, das ist eine Sache, ich habe mit Jugendlichen geredet. Und immer war da, hier ich da drüben, ein von den geradsten Verlangen, die Jugendlichen haben, dass wir aus meiner Generation nu ist, wenn man sagt, über 50 oder so, diese Generation, dass wir aufrichtig sind. Ja. Als wenn die Jugend dort am dollsten stieren hat, wenn man ein Doppelleben führt. Oder wenn sie möchten, und mein Pa ist in der Church so und du ist er so. Oder mein Onkel oder wer immer. Diese Falschheit, die frustriert die Jugend. Ja. Also das passiert die. Das passiert mir, ja, ganz genau. Also meine Eltern haben sich inzwischen auch beziert, würde ich sagen, ja, aber zu meiner Kindheit und auch in den Jugendjahren sage ich immer das Doppelleben. Okay. Ich sage das Hus, ich sage, also sind auch für die Kirche, meine Eltern wieder die auch können, die wird alles scheinen Geld, was ich mache, habe gesagt, und in der Weg Hus, ich habe niemals nicht, was ich sage, so hart behandelt worden oder so wieder, ja, aber du wirst nicht leugnen, du wirst nicht, meine Eltern, die haben sich viel gestritten,
En dan ook in de gemeente, in het church, ik weet dan door handheim, ik begin met de mensen aan die had lange gezegd en ze hebben rumschut, ja, en ik speel niet de live, waar ik in het Nieuwe Testament van lezen doe, in de Bibel van lezen doe. Also de Jugendlichen, man sagt ja, das sind Idealisten. Also, deswegen gehen meistens die Jugendlichen im Kirche, nicht die Generäle oder die Colonels, also die alle sind. Ja. Weil die Jugendlichen, die live daran, sein Leben haben zum Beispiel für sein Vaterland. Ja. Ja? In dem Geistlichen auch. Also die Jugendliche ist ein Idealist, der sagt wem, so will ich sein, so stehen. Ja. Oder? Der sagt, so stehen, weil ich nicht sein. Ja. En dat wordt zeer compliceerd. Ik had voor mij een bijspel van wat ik niet wil zijn. Oké, en dan traf je die ene Entscheidung, oder was? Dan traf ik mijn ene Entscheidung. En dat weer beter oder schlechter? Nou, dat weer niet beter. Ik meine, kan jemand van twee zijden zijn. Ja. Also beter als plus een Hechler worden, ja. Ik zei... dat is de lauwe wat de Bibel zegt in Gott uitspielt. Genau, en zei ik nou de andere zijde. En ik vang me aan, eerst dat ik me dat schmeetje aan waan, als ik dat niet durfde, dan dacht ik me dat weer een de plaats aan te vangen. Ja. En de eerste sigaret was ik zeer krank. En moest ik dat frisch proeven, maar ik dan eerst mal hand kreeg dat ik niet meer krank werd. Dan eens en kreeg ik me dat aangewaand, ja, maar moest ik me wirklich aanwaanden. De slechtste, dat ging, moest ik aanwaanden. Ja, maar van toen vangt het dan alle aan ganz een andere stich te gaan. Ik vang me dan aan op ziemlich schlechte Musik, Musik, de teksten zo wieder anzuloten, ja, Musik maar slechte teksten. En ook vang dan aan alcohol te drinken, dat weer ongeveer 14, 15 jaar. Also ja, jong. Ja, en met 15 kreeg ik het eerste mal marihuana aangeboden. So. En toen vang marihuana, je hebt het hier in Chaco nu ook veel, ja. En dat heb ik hier in verschillende culturen, wordt dat immer mehr, worden verschillende drogen gebruikt, ja. Ganz genau. Also dann fangst du met ganz jong al damit an, ja? Ja, met 15 vang ik ermee aan. Hadst du Freunde dan met in de touw oder allein? Jens die was je alleen? Nee, ik had vrienden en we met weer eigenlijk dat time dat een van onze vrienden, we hadden een ganze groep van vrienden wat alle al een beetje waarschijnlijk weer alcohol en zo weer dat weer allemaal deel van onze week, ja. En ook in de week. We hadden dan een van onze vrienden met eenmaal een dag optime met marihuana en hij weer dan schlau met, hij kwam niet op naar allem, ja, hij kwam dan naar een andere en buiten aan aan en eventueel hadden we dat dan alle ook aangenomen, ja, wie dat aanvangt te smetje en dat we dan tijd lang weer dat uit en dan weer dat dan niet meer genoeg, dan braucht man al een beetje wat strenger en dan vangen we ook aan de cocaïne te holen. En fangen an dummer zu spielen, ja, weil ich dann 17 werde. Dann. Aber in der Zeit, wenn wir noch mal ein klein bisschen drin, also das von 15 bis 17, das ist die Zeit. Du wirst ja dann noch in deine ältere Absicht. Ja? Ganz genau. Wenn man sagt, jens dann auch die Zeit trotzdem zur Church oder so, oder hast du dann die all rebelliert und gesagt, ich mag da einfach nicht mehr mit? Als ich meine Sonderschule aufgeschlossen habe, als ich denke, ich 13, dann bemusste sie mich nicht mehr zur Church zu gehen. Ja. Okay. Und dann wieder sehe ich nicht zur Church zu gehen. Ja. Was ist dann wieder mit Jerry passiert? Korte Pause und dann hier wir wieder von an. Hier sind wir, TUMM, wie RSSI, mit Jerry Reimer. Für Paulus vertelde, wo er von irgendwie enttäuscht wird vom Christentum und versucht dann sein Leben mit Alkohol und Drogen und so was. Was du so 17 wirst und woran das dann wieder? Wirst du mit der Hotz in der Gruppe? Fällst du das für die Geld wie in dem Moment oder wo fällst du dir an der Situation? Ich fühle mich ähnlich so ja dann in diesem Moment, ich fühle mich so ja bei dieser Gruppe, so nenn trocken, nenn Nummer, ich fühle mich, du da je läuft, als irgendwo anders schweinst, da angenommen. Also du würdest sagen, die Gruppe nahm die Dollar an aus der Church? Ja, aus der Church, aus der Gesellschaft generell, ja. In der Gesellschaft spiele ich immer in eine Ablehnung. Ich meine, das ist ja nicht das Problem von der Gesellschaft, das ist ja das Problem, wie sie feuert mich dann, ja. Und in dessen Grund entschließe ich mich dann auch mal
von hier war ich Traatje. Ja. Also dort wir nach hier im Chaco gewesen? Dat weer naar hier in Chaco, ja. Okay. Wat ik 17 weer hier in Chaco en dan trok ik dan naar Canada. Okay. En da war het beter? Du war het eerst ziemlich schlechter. Ik kon dan Kokain en had ik me heel ziemlich aangewandt en dat kon ik dan gleich, ja, wie daar moet hoogloten, dus wieder so schreitig hier, dat kon ik me niet meer mesleisten. Ja, ja. Aber dann haben wir dann andere Drogen an, wo ich dann ja kon herkriegen, ja, und zwar schon wieder dann noch Crack en dan van mij al de andere wat je dan zo erwähnen kannst, ja, LSD. Prel. Ja, alle had je Perlen en zo wieder. En du had ik dan nog eenmaal van een paar jaar mij zij op eingelaten en dat vang ik aan. Dan, eens van jaar kwam dan aber den Punkt, wo dat alle Typ al niet meer aan jucht deed. Ja, hier sperrt sich dort alles, es war ja, dit is al erscheinen Geld en nu heeft een vriend wat een endlich aannemen en wat een ze gleich als een Ass, ja. Aber eens van jaar dan wordt een met eenmaal aan, wat een niet Typ. Traat je dat Typ, dat is de substanz en goch, dat is niet wat recht, dat is niet wat recht, niet. Ja. Ich meine, du hast ja von klein sitzt, du wirst du zur Church gegangen, Sünderschel und so weiter. Ja. Also du hast gewisse Kenntnisse von der Bibel. Wo ist das, wenn man dann einfach so ein bisschen so eine Extremen angeht, so Drogen, so was, und so eine Freunde hat, das gewisse. Kom dat war in dem Moment auch, dass die das plagen oder hast du das einfach aufgeschalten und gesagt, der Teil von meinem Leben ist aufgeschlossen, ist vorbei und nun ist was ganz anderes dran. Ich denke, in meinem Fall denke ich heute ziemlich aufgeschlossen. Ich will nicht glauben dort. Ich glaube nicht, ich will bei dem Punkt gekommen, wo ich absolut nicht glaube, dass ich die Bibel stammen dort. Ah, okay. Ich glaube, dass sie sagen, ja, dem, ja, wenn wir noch einen Zweifel darüber haben, dann kommen uns diese Pläu und die Gedanken. Aber ich habe das eigentlich für mich ganz aufgeschlossen, dass dort ja einfach klar, ich fall mich nicht Geld über mich. Ja? Ich fall mich nicht Geld über meinen Lebensstil, weil mir das nicht scheint. Und das wird immer schlimmer. Ja. Das wird immer schlimmer. Ich habe mit dem Punkt, wo ich so dachte, wenn das alles ist zum Leben, dann will ich lieber sterben. Ja? Okay. Und habe dann auch überlegt, wie kann ich mir das Leben nehmen. Wat is de beste weg, wat is de leukste weg. Ja. En toch immer nog, wat mij dan opvalt daarvan, weet ik dan überlegt, okay, wie mich hier laten worden, so wieder, den Leid, wat ich andere Menschen laten worden. Ja. Und da wird mir doch immer wichtig, dass ich andere Menschen nicht weiterleite. Okay, ja. Also du lebst nicht an, wenn man sagt, nicht an Gott, an der Bibel oder so, aber du hast ein Verlangen mit den Menschen in Frieden zu sein oder den Menschen nicht weiterzuleiten. Genau, und ich habe auch ein Verlangen nach Wahrheit. Ja, in ons zin van leven, ja. Okay. En dat is wat ik ook aanvang moeten zeggen. Ik dacht, in dem Moment dat ik nog zei, naar de Bibel, dat had ik niet de antwoord niet. Dat had ik mal geprüft, dat had je, zijn er scheld niet de Bibel en zo wieder. En ik zag niet dat het functioneert en zo dacht ik, dat functioneert niet. Ja. En ik vang dan aan op andere wegen te zeggen. Ik dacht me, wat zijn de andere wegen? Irgendwie musste doch in seinem Leben sein. Ja? En ein paar von diesen anderen Wegen wird also Hänglesen. Ich fange an, über Hänglesen zu lernen. Ein bisschen hole ich mich ein bisschen darüber. Spiritualismus, Stirndeutungen, Stirnlesen und allerhand komische Sachen habe ich mir dann in Haus geholt, ja, von der Bibliothek. Also, du wirst einfach so sein auf andere vielleicht, das besser wusste aus der Kirche. Genau. Die große Frage, die ich dann in mir hatte, ist, wat is nu werkelijk de waarheid? Ik had zelfs die vrouw wat Pilatus dan verder Jezus had. Ja? Wat is de waarheid? Ik kan dat niet hebben, niet. Bibel kan niet de waarheid zijn, dacht ik me zo. Maar dan vielleicht wieder ergens een andere religie, vielleicht wieder ergens een andere Buch, vielleicht wieder, maar ergens moest er toch een waarheid zijn, ergens moest er toch iets wat meer erklären kunnen, wat het zwart van leven wordt. En ik had een duidelijk verlangen, door een persoon te zijn, een wert te zijn, ja, en een zwaard im Leben te hebben. En dat drijft me dan door te zien. Maar wat dat aan bewerkt in mij, dat moet me best op het geistige. Dat een geistige Welt heeft, dat wordt me maar immer ganz klar. Ich hatte was Ereignisse, wat mir das einfach ganz bewusst merke, dass okay, wir haben hier mit geistliche Wesen zu tun, und immer war da wieder, ich weiß von der Tag heute wieder hell ist, ja, du guckst mir dann einmal an die Taschen an und sie eine Bibel ist die Antwort. Du redest dort über das Ganze, ja. Und ein Tag kam ich dann an dem Punkt, wo ich dann sehe, okay, nu zit je ook eruit nu, het weer 19, er is 19.
En dacht ik me aan zei, moet je me al niet zo leicht irreleiden laten, nicht, van de Bibel nicht. Ik wil mal eine Chance geven, mal een beetje lezen. Ja. Nog maar wat 3 Gonnen da, die mal gewesen eerst, wat man sagen. Ja, die mal met het andere uur lezen. Ja. Ja. Mal frisch lezen, ik had van het kind al niet meer gelezen, nicht. Ik dan Ja. al moeten dan al nach jaar zo wat je was aan, wat je niet angeschreven had, dan sowieso fertig, heb dat als kind. Zo, dacht me, ik wil die mal een Chance geven. Ja. Zijn as, het wat mij wichtig is dat ik God vond. Ik wil niet een religie vinden, niet? Ik wil God vinden. Ik wil een zwaard van mijn leven vinden, ik wil de waarheid vinden. Ja. Okay. En zo met deze uur vaak ik aan de Bibel te lezen. Während du so redest, das ist vielleicht ein Punkt, wo man von Dag viele Menschen auch können begegnen. Das sind viele Menschen, die, wenn man sagt, nicht mit Jesus gehen, eigentlich das enttäuscht sind vom Christenleben oder von der Religion. Ja. En dat andere, dat ze niet den Sinn aber auch nicht den Sinn vom Leben finden. Ja? Ganz genau. Ja. Dat is een Problem für viele, besonders junge Menschen auch. Ja? Ganz genau. Ja. Also vielleicht mit wir auch da diese Punkte, was du nicht sagst, von dem einen Leben, zijn dat viele andere Menschen zijn ook die Punkte hebben. Da wo setzt du das? Ich sage jetzt, ich denke, sehr viel, ich rede viel mit Menschen, die entweder nicht Christen sind oder auch inzwischen diese Wege gegangen sind. Das ist eigentlich, was sehr normal ist, dass Menschen sich treten von Gott uit diese Gründe. Ja. Einmal, dass sie zijn nicht das Beispiel nicht in anderen Menschen. Und wie mochte dat een andere mensen zijn kennen. Ja? Also, dat is niemand zich niet uitreden. Nicht? Wie man onze persoonlijke Überzeugung sicher angeht. Ja? Dat is ja sowieso ein großes Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Das scheint meistens, wenn Gott hier Gretchen hat. Ja? Ich weiß nicht, so was ich meine. Ja. Also ich glaube, willst der andere wäre als sie dann eben doch, ja. Ja, und das ist nicht eine persönliche Überzeugung. Ich sage mal, wenn wir nicht ein persönliches Zeugnis haben, von wo Gott sich uns offenbart hat, dann sollen wir uns die Frage stellen, sie wirklich ein Kind Gottes. Ja, ja, viele sagen, auf Spanisch sagt man so Cristiano de Cuna. Also das meint von der Weg an, zie je Christ. Also von der Baby an, zie je Christ. Ja, und das ja nicht. Ja. Na, da muss ein Punkt kommen ans Leben, wo wir sagen, du eigentlich Sünder. Ich brauche Jesus Christus. Ja, ich sehe nicht ohne Sinn. Also als du dann anfängst, in der Bibel zu sehen, was fängst du dann? De wiederfangen onder te stellen. Dat vangt met eenmaal ons aan te merken. En ik vang, ik speer, we God mij werkelijk lief voor. Als ik eerst in het Nieuwe Testament schrijf, ik denk dan de ganze Bibel, daar is in het Nieuwe Testament schrijf en zegt wat Jezus voor mij doen had. Dan vangt mij dat aan te verbreken. En ik zeg, we kan ik de schuld, we kan ik dit aflenen, wegen wat andere mensen doen. Ja? We kan ik... Also die Frage, die Jerry sich stellt, wo kann ich Gott auflehnen, wenn es Menschen nicht dort tun, was sie tun sollen? Wir machen eine kurze Pause und dann sehen wir mal nur die Pause, wo das Problem geleistet wird. Vielleicht habe ich manchmal auch Gott zu sich gestellt, bloß wenn es uns vielleicht schon über den Weg kommen, was falsch zu tun hat. Kurze Pause für das Salvador. Ja, da sind wir. Das ist TERE Mathe, wie zei. Und hier mit Reimer ein Zeugnis, was viele sich nicht erwartet haben von einem Prediger, dass so eine Kindheit, Jugend hinter sich hat. Aber das ist die Realität. Sie sind ganz normale Menschen. Bevor wir hier wieder reden mit Jerry, habe ich noch eine gute Nachricht für die uitzetten goede elektrogeräte. Die biedt mij brengen intelligente Lösungen vom Haus. Daar heeft het een woord, en dat is Beko. Beko, dat is een Europese Marke, die brengt intelligente Lösungen. En Beko vind je bij Inverfin. Also Beko. Jerry, du fangst an, in der Bibel, op eenmaal de Bibel anders te zijn, als du eine Erinnerung hast von Kind, wo du wirst durcheinander gekommen, wo die Church in der Bibel wie und so weiter, und Gott wie. Ja. Ich kann nicht sagen, ich habe mich sozusagen
Brille aufgenommen Ja. und las die Bibel einfach zuerst gehen. Ja. Okay. En toen vang ik me dat eenmaal ganz klar aan te worden wat God uiteindelijk een plan had voor mijn leven. Wat hij daar gegaan wird voor mij. Ja. Omdat ik kan een leven vrijheid leven, dat ik wirklich kan een zwaartje leven gaan. Ik dacht, moet dat eenmaal religiositeit door. Also wenn man Christ will sein, dann wird die abgelegt, wird die nicht sein, die muss die in Gesicht absagen, die muss nicht sein, die bitte wiese, ja, ob zwar das Band nicht so ist nicht. Und hier war ich mir einmal an, Gott will mich von Band eine Bitte ändern. Das hat mich anders will ändern in das dort wird was Menschen bitte sein soll, ja, das übereinstimmen dort. Okay. Und dat reed mij zo aan. En dat had een zwaartje gehad voor mij, dat hij zijn leven wil handgeven voor mij. Ja. Ik zeg dan een dag te gaan, ik zeg, want du dit voor mij doen hast, wat het kleinste, het wenigste wat ik doen kan, als die mijn leven creëren. En toen nam ik dem stop, ik entsluit me dan mal mijn leven Jezus Christus te geven. En dat een zaak die ik niet erwähnt had, dat fällt mir nu zo krijg bij, aan het 2000, dat we dan, ik denk ik met 16 jaar zo wat je was, ja. Dan had ik een erlebnis in het fashion, wo mir dat, ja, kratze, wie wir dan, bij een evangelisation. Ik weet niet, hast du die Oorsteintje bij, ik ziemlich zeggen dat we sturen dan bij MSV predigen dort. Ja, ik weet dat wel, ja. Ja, en wie als groepje dat je dan doorgaan, plus het nieuws, ja, we zijn er wat door de jeugd, wie dan schrijft je mensen, zitten en zo weer, interessant, ja. En dan predigst du dan aan het evangelie en dat kratzt mir dan zo aan, aber ik kan dan nog afwerken, ja. En aber deze weer, die blijven allemaal waren de banen, ja, en die ruimde me dan allemaal waren ab, ich habe mir immer an Taschen verdient und in diesem Moment war mir das manchmal deutlich und war mir klar und ich reibte den Glauben und ich dachte mir dann bloß Timmy, ich hatte so nie ein Erlebnis mit ihm, ich habe so eine Freude an, ja, weil ich noch niemand so nicht erlebt habe. Und dort bestätigt mich das bloß, das muss so sein, das muss der Herr Jesus in mir sein, ja. Und das gibt mir dann so eine Begeisterung, wie wir da 3 Jungs, die in einem Haus wohnen, een van de andere jongens die ging in eine sehr ähnliche Situation da als ich. Und sie haben mir auch dieselbe Entscheidung, dieselbe Nacht, ohne dass wir einer von der anderen weiter deuten. Und die dritte Person, sie dann am nächsten Tag lacht uns ein bisschen aus und sagt, ich kann religiös werden, das ist nicht für mich. Aber die dann einen Monat. Und dann braucht der Mensch Typ und sagt, wenn das Christen ist, dann will ich auch. Ja. Und so wie gehen da nicht, ich heute nicht, wir haben schreckliche Angst, ich heute nicht zu gehen, wir wollen uns nicht in die Sache absaten, wir wollen durch uns sein, nicht und manche waren vielleicht ein bisschen lächerlich, andere waren Zweifels, aber ich habe das noch nicht gelesen, dass Marihuana schmeckt schlecht wird. Okay. Das bedrängt ja schlecht werden, so wieder, lass ich ja noch sprechen. Ja, und so, ich habe den Alkohol tut sich leicht, aber ich schmecke nachher meine Marihuana und lass meine Bibel. Und so, Gott mir dann einen Tag die Überzeugung gegeben, dass das nicht Geld für den Körper, das ist ein Gesetz und so wieder, ja, dass die jemand versteht, was mir das schon mal abdachen und als so spät, dass Gott mich Frau abtieren. Wir nicht bis Menschen, was meine Frau und später zu Gott flucht mich. Dat ons ziet te leiden. Dan ga ik dat van een dag op een andere te zien gelegd. Dat en ook alle andere drogen waar ik dan brokken dat ja. En wenn man sagt, hat sie dann körperliche Krise oder deed Gott die einfach die frei machen, dass du das nicht mehr brauchst? In mijn Fall mir Gott mich frei. Dat is niet het normale niet. Ik weet, ik kom wat van deze dagen zelfs dan hier richtig verstehen, weil es zwei andere Fälle und die haben das sehr schwer gemacht, die haben eine körperliche Krise und so wieder, wo die da können. Das ist das Normale, ja. Und ich wusste nicht mal, dass das normal. Naja, ich habe mal verschiedene gehört, aber ich sage wieder, ich kann nicht von keinem von meinen Freunden nicht, was mal in die Drogen rübergekommen wird. Ja, die wieder alle bis dann eingeplumpst und da leben wie Bären. Ja. Und so als ich diese Entscheidung traf, ich wieder dann ganz radikal eben, ich dann ganz hastig zu ziehen. Und vielleicht, ich denke, das sind ein paar Sachen, die mir dann mal wirklich geholfen haben, die vielleicht die Krise sich durch Stich zu gehen. Aber zwar, ich glaube, gerade dass es einfach bloß ein Wunder Gottes. Aber du wirst da ein paar Sachen, die wir dann vorstellen. Wie lassen wir Jesus Dämonen treiben?
Aha. En we bereiden ons van al deze zaken waar we daar gegaan zijn, also wieder klar, al deze drogenzuchten, aber auch sexuelle Anreinheiten und so wieder, so viele Sachen, als wir uns angegangen haben, du musst ganz sicherlich, wenn er eins für Dämonen in seinem Leben hat, das wird wie, ja. Ja. En wie draaien die Dämonen een uit een andere uit. We wisten van geen andere Mensch op de wereld zo wat hij deed, maar we geloofden dat het moest functioneren. En zo hebben de Dämonen dan uitgedreven. En du vangt totaal. Also einer betet für den anderen, dass er soll frei werden von den Dämonen und sagt, die Dämonen sollen waschen können. Ja, en we spelen eine Freiheit. We spelen diese Verlotenheid, ja. En van die drie wat we dan in huis vieren, de ene die heeft de verloten leider twee, die seksuele zijn, dat wil hij dan niet teruglaten. Nee, hij gelooft hij kan door een met zijn novie aan bad gaan en trotzdem Christ zijn en dat functioneert niet, ja. En zo hij valt twee. Aber die andere Person, die macht dann mal die Selbstentscheidung. Und da wird nicht, manche denken, ich habe dann das auf den Turm bisschen Drogen genommen. Ich habe jeder Tag zum Morgen, ich zur Arbeit gefahren. Ich habe während der Arbeit steht, dass ich mir dann sage, dass ich das sehr gut gewusst habe, ich weiß nicht, warum die Minimums nicht von der Arbeit nicht aufgelernt habe. Aber ich während der Pause endlich jeder Tag noch ein bisschen schmecken. Und dann zu uns sowieso. Das wird sozusagen mein täglicher Brot, das wird dort, was meine Medizin, was mich nachher einmal meinen Möten clean wird herhalten. Ja. Und, also du wirst einer, der regelmäßig, wenn man sagt, da wäre. Ja. Also das ist ein Wunder, ja, wenn der Körper, die Psyche, alles wird ja endlich abhängig davon, von seiner Droge, ja. Dass du hast von einem Tag auf den anderen, das hat Gott die einfach waschen. Ich glaube noch eine Sache, was mir geholfen hat, also einmal wie das, wie drei waren Dämonen einer im anderen Rüt. Einfach frei beten. Einfach frei beten. Und ich glaube, das ist wie der erste Step, als man wirklich helfen, dass du so hastig zu kommen. Die andere Sache wird, ich werde ganz radikal mit meinen Freunden. Ich predige den alle. En wanneer ze erleven, doen we dan een groepje, wat erleven dan Jezus heeft gegeven. Al die wat dat dan aflenen deden, van die trek ik niet voet strijd. En ik zag mijn vriend wat aan Jezus Christus geloven deden. Ja. Dat we dan alles bijna karten, had ik een grote groep van vrienden, waar ik niet met mankmensen deed, dus wat mij dan zit te zijn, om schutz nemen deden. Ja. En ik zie me zeggen van eerst dat we een van de sehr wichtige Punkte, ja. Dus willst du had ik nu jeder dag mensen wat voor mij beden deden, wat mij uitmerken deden en wat doen we voor mij. Ja. Luistert dat vielleicht für viele, dort kriegt die Frustration ist, dass wenn sie für sich eine Entscheidung für Jesus zu machen, aber dass der andere endlich viele, dass sie frei gebet wurden, dass sie noch gebunden sind. Mit dem Kopf wollen sie, also sie sind dort, ich leben falsches Leben, und ich brauche Jesus, ich will nicht verloren gehen, ich will mit Gott gehen. Aber sie sind innerlich einfach gebunden an dämonische Mächte. Ja. Würdest du dazu sagen? Ganz klar. Nicht nur bloß Personen, was ich sage, diesen Verlangen haben, möchte Christen sein, sondern Personen, die eigentlich glauben, dass sie Christen sind. Ständig die Zeug kommen, aber wenn sie zu viel Trouble mit euch haben, da trauen großen Scham ab sich, da diese verschiedenste Sachen, die Dinge tun, ja, da kann auch sehr viel mit dämonischen Einfluss zu haben. Kann es sein, dass wir dämonisch belastet sind in unserer plattdeutsche Gesellschaft, die wir von klein ab das Evangelium kennen, Karte pausen, dann reden wir hier wieder mit Jerry. Da sind wir wieder. TERE bij RCC, vandaag met Jerry Reimer. Een Erlebnis met Gott, eine Jugendtijd. Ich würde mal sagen, mit Gott und mit dem bösen Feind. Ja, ganz genau, ja. Ist ein Teil wie Drogen und so, da der böse Feind kommt mitgemischt, wenn du dem vielleicht auch nicht so persönlich, weil man sagen, mit einem in Kontakt bist, ja, und der ist der Lust da und der ist alles, was damit zu tun hat. Ja. So, in verre Pause reden wir kreis darüber. Dass du dann, je wäre auf einmal bewusst, dass die unbedingt mit dem bösen Feind belastet wäre, mit Dämonen, und dass einer von dem anderen beten. Und wir reden auch darüber, dass viele Menschen
fehlt, vielleicht kriegt es Schritt. Sie wollen mit einer Kraft Jesus nur folgen. Ja. Aber die Menschen sind stört ja aus der menschlichen Kraft. Ganz genau. Und da stockert es dann. Durchstockert das, ja. Und da leid wirklich viel Hilfe, weil wir darüber nicht eine klare Leier haben. Ja, ja. En dat is wat ik toen dan geleerd heb, is dat heeft nog niet toe met te doen, niet wie lang we christen was zijn. Hoeveel kennis we van de Bibel hebben. Als we theologie studiert hebben, dat zijn eigenlijk zijn. Dat speelt geen rol niet de eerste dag wat ik geloof. Wat ik dit lezen doe, vang ik dat aan te wenden en dat functioneert. Krijgt es doch, vroeg mir einer, sagt er, kann ich dafür beten, das wie seine Frau, ja, weil er hat jemand, der wusste, belastet wird mit dem Mann, und er wusste nicht genau, ob er aus Christ oder ob man musste ein Prediger sein, ein Ältester von der Gemeinde, so ein Gebet zu machen, oder aus irgendeinem Christ darüber beten kann. Dat kan irgendein Christ, wat wichtig ist, dass wir glauben. En om in deze glauben te wassen, heb je ons op een leven van gebed en vasten te leven. Ja? Ons glauben maar op gebed. Het enige wat ons afhoudt van werkelijk autoriteit is autoriteit te nemen en uit te oefenen en de autoriteit ook werkelijk te hebben, als ons persoonlijke glauben. Ja, wie Jezus zijn leven ontzettend zijn gingen. Wann die mal irgendwo was nicht handkriegen, die können nicht einen heulen, oder die können nicht Dämonen utdrieben, oder als sie da am Meer wieder in den Sturm kommen sie wieder. Wisst ihr nicht, was zu tun, ich habe eine Panik, eine Angst, jedes Mal wie die Antwort von Jesus abdient, dass wir einen kleinen Glauben. Ja. Die haben nicht Glauben. Ja. Und so, du hast die Glaube, aber wie bist Glaube? Also, weil ich glaube, dann war ich bei ihr versagen. Und warum ist an unserer Seite Anglauben? Ook viele, die dat Wort Gottes kennen, dat schafft, würde man sagen, in alle Menschen irgendwann auf einmal an gewisse Sachen zweifeln. Dus diejenigen, die leiden die. Und wenn man sagt, die mit Jesus taubt, die folgt die haben noch. Das war nicht, wo das durchgeblieben sind. Aber dann kommen gewisse Situationen, so du sagst, ab mehr der Sturm. Ja, oder Jesus abgestoßen von der Tode und Jesus schalt dat ze niet geleefd hadden. Ja. Dat is gesagt, er ist von der nach Kreuz aktiv, als die 2000 Jahre drei wird. Ja. Hij dat Jesus ook een Prüfung stellen. Ja. Hij wist wie de prüft hem te brengen te twijfelen. Hij vangt allemaal aan, wanneer du der Sinn Gottes best, zegt hij. Dan prüft Jesus zum Twijfelen te brengen, en dat is wat hij ook in ons leven deed. Wanneer du een Christ wirst, dan moest je dit niet doen. Genau, ja. En dan ook krijg je de Träume van Wunder en Heilungen en Dämonen uitdrijven en zo wieder. Ja. Du wordt sehr leicht, Satan die prüft uns, du hand te brengen, dat wie du nicht an Glauben deinen, nicht? Dat wir das ignorieren deinen, dat wir dann bei uns Seite deinen. De meeste van onze mensen, die weten eigentlich aan okay, dit moet stemmen, ja. Aber nee, ich habe das nicht sein nicht, und du hast nicht über ihr reden, nicht heute, du hast nicht über ihr predigt, ich normalerweise, ja, also von schon anfangs hier und mit dem Mönch habe ich nichts zu tun. Ja. So würde die meeste sein. Genau, also ich denke, du denken so, das sind Gedanken, was Satan uns angeben, du hast noch nicht mit dem Monat zu tun, das hat noch nicht du mit zu tun, nicht? Das ist dein eines Problem, dass du es dort bist. Ja, ich sehe eben verbessert, weil die haben mich so schlecht sind mit mir angegangen, sind so schlecht zu mir gewesen. Deswegen sie echt verbessert. Und diese Verbesserung, ich denke, das ist ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Ein von den Hauptpunkten, die ein Mensch überhaupt zu bringen, der in den Drogen oder so wieder anzukommen, ist Verbesserung. Ja. Als Verbesserung Menschen gegenüber, ganz besonders der Ältere gegenüber. Ich habe noch einmal nicht in meinem Leben von meinen Freunden so wieder, was in den Drogen wird, oder Bekannte, was in den Drogen wird. Ich habe kein Mensch nicht, was eine gute Beziehung hat, zum Beispiel mit seinen Eltern. Okay. En ik geloof ook dat je nog een punt wat mij dan maar helpt zo hastig vrij te zijn, is dat ganz eerste wat ik deed, ik heb dat fijn op, minimaal aan en vlucht aan Verzeihung. Okay. Willst dat weer een punt waarom du wahrgewonnen wirst? Dat weer een punt waarom ik wahrgewonnen word. Ik wil wasch van de ouderen, ik wil wasch van de gezelschap. Ja. En ze personen vergeven, onze ouderen vergeven. Onze Gesellschaft vergeben, ja. Dort loszulassen, dort nicht jeden zu hüllen und an zu sein, eigentlich verantwortlich für mein eigenes Leben, diese Verantwortung zu nehmen über meine eigene Aktionen. Ja. Weil was wir immer weiter sein, eine Person, die schwierig hat, mit den Drogen rauszukommen oder exen Last da rauszukommen, hat normalerweise immer 4, 5 Finger
Ich wollte auf andere Weise tun, ja. Er hat das auf sich selbst weisen. Ja, aber da ist auch ein falsches Verständnis vorgekommen, dass man sagt, gut, hat sie verbessert jeden Jahren, der hat mich mit einem Geschäft betrogen, ja, oder ob es nur die Eltern sind, oder der Partner, oder wer immer das gewesen ist, der Prediger kann es gewesen sein, ein Gemeindebruder, oder Schwester, ja. Solange der mich nicht um Verzeihung fragt, wurde es nicht vergeben. Ja. Wenn die dann auf einmal Chanten um Verzeihung fragt, dann sagen wir, der hat das so gemeint. Ja, und dadurch halten wir uns selbst als in Gefangenschaft. Ja. Also wir haben immer ein Argument, warum wir nicht verzeihen. Ja. Und das Argument schafft ihr dabei zu finden. Und sie weiß, solange wir nicht verzeihen, hat er das Recht ans Vorstellen. Ganz genau. Und dadurch hat er das in uns Leben. Dadurch haben wir einen dämonischen Einfluss in uns Leben. Also ich glaube, sehr viel haben wir in unserer politischen Gesellschaft dämonischen Einfluss. Ganz klar. Deswegen sind sehr viele Menschen auch verbessert, auf jung und alt. Ja. Also das sind nicht bloß junge Menschen, das sind Menschen, die sind all ganz, vielleicht am Ende von ihrem Leben, die haben ihre Jahre gelebt, aber immer noch die Betternis von dort, wo für so und so viele Jahre. Ich rede mal mit einem Onkel, der war über 80 Jahre, und der verteilt mir ein Erlebnis, wo der mal Schatz von seiner Jugendzeit her war, als wenn das gestern passiert wäre. Und er sagt, lassen Sie los, am Jesu Willen, lassen Sie los. Und der Onkel hielt, der war auch alt, ja. Aber das lebt an ihm, das lebt an ihm, diese Ungerechtigkeit, die mal passiert wird für so viele Jahre. Ja. In der beiden Finden hat dann eben über Jahrzehnte Menschen mit Sachen gequält, die in einem Moment Jesus lesen können, wenn wir nach ihm kommen. Ja. Leider, Jerry, war diese Zeit so schön vorbei. Ja. Und doch, weil wir viel aus dieser Zeit rausnehmen für uns allen. Ja? Irgendwo begehen wir Menschen, die sich gegen Gott stellen. Vielleicht ist das gar nicht so, weil sie Gott seine Fienden sein. Vielleicht sind sie enttäuscht von der Gesellschaft, von der Gemeinde. Haben sie, das Jerry das erlebt hat, haben sie gesehen, dass Menschen nicht dort leben, wo gepredigt wird. Und dann auf einmal sind sie weitergekommen und nun haben sie aber auch falsche Entscheidungen getroffen. Das Jerry das vertelt. Er traf dann falsche Entscheidungen. Dat wir bei der Droge te zien, bei der anderen Freund und so weiter. Und dann wird es eben plus schlimmer. Also, dass wir diese Menschen auch mit Leib begegnen. Und an für sich te vragen, was ist der Sinn von deinem Leben? Hast du den Sinn vom Leben gefunden? Das ist eine große Frage, die an viele Menschen nicht eine Antwort hat. Und bei Jesus können wir da eine Antwort finden. Und das andere ist eben, dass wir alle Menschen vergeben. Jesus verzeiht uns alles. Und er stellt eine Bedingung auch, dass wir alles verzeihen. Und er kann uns die Kraft geben, weil wir daran beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und du hast gelitten für unsere Schuld. Du verzeihst uns alles. Und vandaag bete ich dir auch, dass du uns die Gnade und die Kraft gibst, alles zu verzeihen, was jemals uns wir angetan hast. Wasch uns rein mit deinem Blut, komm mit deinen Heiligen Geist in uns Leben an. Und mach uns frei von allen dämonischen Mächten. Dass wir bloß für dich da sind, und beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Jerry, danke schön, dass du da bist. Schön, allen Gott zu sehen, so Gott will. In einer Weg sind wir hier bei RCC mit TUMM, TERE und Mater.